Ich heiße euch herzlich willkommen, nicht von zu Hause, sondern heute ausnahmsweise aus der ESO Supernova. Boah, das muss jetzt echt Monate her gewesen sein, dass ich das letzte Mal hier war. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich gerade, denn wir haben einen ganz besonderen Anlass, heute hier sein zu dürfen. Wir wollen uns die zwei äußersten Planeten Uranus und Neptun genauer anschauen. Also, kommt doch einfach mal mit. Wenn ihr euch erinnert, die beiden Planeten haben wir die letzten Wochen schon abgehakt. Uns geht es heute um die beiden nächsten Planeten dahinter, nämlich Uranus und Neptun. Wie groß sind eigentlich Uranus und Neptun? Um das darzustellen, haben wir in unserer Ausstellung alle Planeten im richtigen Größenverhältnis aufgehängt. Das hier wäre zum Beispiel mal der Uranus. Hier hinten ist der Jupiter und ganz da hinten sieht man einen kleinen Punkt, das ist die Erde. Die Erde hat einen Durchmesser, der ist ungefähr 4-mal kleiner als der von Uranus und auch der von Neptun. Nur mal zum Größenvergleich, auf der Skala wäre der ganze Innenraum hier so groß wie die Sonne. Die Planeten, die hier hängen, haben zwar das richtige Größenverhältnis zueinander, aber bei weitem nicht den richtigen Abstand voneinander. Aber ich kann euch sagen, Uranus und Neptun sind wirklich ein ganzes Stück weiter weg von der Sonne als die Erde, nämlich ungefähr 20 bis 30 Mal so weit weg. Was glaubt ihr eigentlich, wie lange Uranus für eine Umlaufbahn um die Sonne braucht? Ganze 84 Erdjahre. Und das liegt genau an der viel größeren Entfernung des Uranus von der Sonne. Auf dem Uranus hätten wir Erdlinge also nur maximal einmal Geburtstag, auf dem Neptun keinmal. Der braucht nämlich um einmal die Sonne zu umkreisen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ob bei Uranus und Neptun hier auch schon mal eine Sonde war, genau wie bei den anderen Planeten auch. Ja, das Problem ist jetzt, je weiter raus im Sonnensystem wir fliegen wollen, desto länger dauert der Spaß und desto komplizierter ist es auch, diese Planeten anzutreffen. Und es gab eine Sonde, die es bis ganz raus geschafft hat in diese dunklen Weiten unseres Sonnensystems. Das war Voyager 2. Nicht zu verwechseln mit diesem Raumschiff Voyager. Die Raumsonde Voyager besteht also wirklich nur aus einer Satellitenschüssel und ein paar Instrumenten. Und sie ist auch wirklich nur an Uranus und Neptun vorbeigeflogen. Es gab also leider nur eine kurze Gelegenheit, um ein paar Fotos zu machen. Habt ihr Lust, euch die Originalaufnahmen mal anzuschauen? Jetzt sind wir hier alleine im Museum. Es gibt praktisch unendliche Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rüber zu dem Raumsimulator hier. Also Leute, das wird jetzt cool. Wir sitzen im Cockpit, hier ist mein Joystick. Auf unserem Display einfach nur den Neptun auswählen und der Autopilot bringt uns direkt dahin. So, das ist, was ihr vom Pilotensitz aus sehen könnt. Wir sind jetzt inzwischen in einem Orbit um Neptun angekommen und hier seht ihr auch die schönen Fotos, die Originalfotos von der Voyager-Sonde, die hier dargestellt werden. Das war's jetzt leider auch schon wieder mit unserer kleinen Führung zu den äußersten Planeten unseres Sonnensystems. Moment, eins habe ich noch vergessen. Euch sind doch sicher diese weißen Streifen auf dem Neptun aufgefallen. Das sind tatsächlich Wolkenbänder und die zeugen von den schnellsten und stärksten Stürmen in unserem Sonnensystem. Fast so schnell wie Düsenjets. Das bringt mich jetzt natürlich zu der Frage, aus was Uranus und Neptun bestehen. Aber ich glaube, das klären wir nächste Woche. Super, dass ihr mit dabei wart. Kommt noch gut nach Hause und bis nächste Woche dann. Ciao.